willkommen zurück. Ich hoffe, ihr konntet euch alle mit einem Kaffee, einem Tee oder auch einem Wasser erfrischen und habt zwischendurch möglichst viel Kontakt gefunden zu den anderen Konferenzteilnehmern. Ich möchte nochmal alle erinnern, dass man über die Plattform nicht nur One-on-One-Gespräche vereinbaren kann, sondern auch aktiv den Chat benutzen kann und im Chat natürlich auch Fragen zu dem jeweiligen Vortrag stellen kann. Und der nächste Vortrag geht um das Thema Sensei, ganzheitliche Architektur für Systems Engineering, und ich freue mich, von unserem Partner, den Sven Friedl, begrüßen zu dürfen und von uns die Franziska Günther. Die beiden werden dazu sprechen. Sven Friedl ist Senior Consultant für Process, Methods und Tools Lösungen im Bereich Systems Engineering bei NTT Data. Im Sensei Offering treibt er hauptsächlich die Themen Traceability, Linked Data sowie ALM für ASPICE und UNECE R156-Konformität. Neben den fachlichen Themen begeistert er sich für die japanische Kultur und Sprache, und ich glaube, er ist einer derjenigen, der auf gepackten Koffern sitzt, weil ich weiß, dass er eigentlich Anfang 2020 nach Japan gehen wollte und immer wieder daran gehindert wurde und bis zum jetzigen Zeitpunkt die gepackten Koffer dastehen. Also ich wünsche dir, dass das bald passieren kann. Nach ihrem Studium der Informatik an der Hochschule Darmstadt hat Franziska Günther 3 Jahre als ETL-Entwicklerin in einer Großbank gearbeitet. Seit 2 Jahren ist Franziska Teil von Conviva und unterstützt Kunden bei der Verbesserung ihrer digitalen Landschaft mit Enterprise Knowledge Graphs und semantischer Suche. Mit Sensei hat NTT Data eine Blaupause für die integrierte IT-Architekturen entwickelt, welche Best Practices, wissenschaftliche Erkenntnisse und praxisnahe Anforderungen an moderne Engineering-Arbeitsumgebungen vereint. Basierend auf der Anerkennung bestehender Landschaften, also der Brownfields, als System etablierter Anwendungen, baut das Konzept auf der Erfahrung dieser auf und hebt sie mit Systems Engineering auf ein neues Level. Hierfür notwendig, und das haben wir auch schon im ersten Vortrag heute Morgen gehört, Zugriff auf alle Daten und ihre Beziehungen zueinander, welche durch die Conviva Links4-Plattform ermöglicht wird. Ich freue mich also, dass die beiden heute, Sven und Franziska, gemeinsam über Sensei, die ganzheitliche IT-Architektur für Systems Engineering, referieren und möchte euch alle nochmal motivieren, im Chat direkt eure Fragen zu positionieren und auch weiter untereinander zu kommunizieren. The stage is yours, Franzi, Sven, bitte. Super, vielen Dank, Sebastian. Die Franziska und ich, wir haben es uns hier mal gemütlich gemacht und stellen jetzt in der nächsten halben Stunde das Thema Sensei vor. Was wir auch zusätzlich noch dabei haben in der zweiten Hälfte ist eine Live-Demo, damit man auch nicht nur Folien sieht, sondern auch tatsächlich live, wie dann so eine Implementierung aussehen könnte. Ich würde damit mal direkt auf die Vorstellung zur NTT springen. Ich würde es gerne ganz kurz halten. Die NTT Data ist eine japanische Firma, auch der Grund, warum ich so auf den Koffern sitze. Ich würde gerne unser Hauptquartier in Tokio besuchen. Ich würde jetzt gar nicht so gern auf die Zahlen und Fakten eingehen. Ein Punkt, den ich mit der NTT gerne verbinde, ist neben IT-Beratung, Integration und so weiter das Thema Emojis. Ich habe es jetzt mal oben rechts in der Folie angedeutet. Das sind tatsächlich die ersten Emojis, die es weltweit gab, 1998 von der NTT damals entwickelt. Seitdem inzwischen sehen die ein bisschen anders aus, aber finde ich immer ganz cool, so den Ursprung zu sehen, wo denn diese Emojis herkommen. Noch ganz kurz in Richtung Automotive und Manufacturing, was ja heute so unsere Fokusthemen sind, haben wir auch ein Portfolio. Ich bin hauptsächlich im Engineering unterwegs und dort im Bereich Systems Engineering, also hier der rot markierte Bereich. Da werden wir heute tiefer eintauchen und auch auf die Themen Traceability und Linked Data eingehen. Nichtsdestotrotz haben wir auch noch andere Bereiche, die wir abdecken, also vom Thema Connected über Customer Journey, Supply Chain und auch In-Car-Entwicklung, Embedded Software-Entwicklung, inklusive Security und so weiter. Aber wie gesagt, für heute gehen wir ins Thema Systems Engineering. Und da würde ich auch gerne jetzt mal direkt reinspringen und mit dem Thema Warum anfangen oder was sind denn die Herausforderungen, die wir denn aktuell bei unseren Kunden heutzutage sehen.
Und ich glaube, der Sigi Hases, der hat schon ganz gut rübergebracht mit den Herausforderungen. Ich würde jetzt gerne nochmal 2 Blöcke hervorheben, die mir persönlich, aber auch den Kollegen bei den Kunden sehr, sehr oft auffallen, die eine große Herausforderung darstellen. Und da haben wir einmal das Thema auf der linken Seite Software. Also das Thema Software wird immer wichtiger bei den Automotive-Kunden und der Softwareanteil im Auto, also im Fahrzeug, der wird immer höher und auch das Thema Eigenentwicklung wird erhöht. Das heißt, wir sehen bei allen unseren Kunden einen sehr starken Mindshift, einen Fokus-Shift auf das Thema Software und Softwareentwicklung eben für das Produkt, das dann entstehen soll. Und das sieht man an einem Beispiel, zum Beispiel bei der CARIAD, bei VW, die gegründet wurde, mit einem Haufen Leuten. Wir sehen es aber auch bei Daimler, zum Beispiel mit dem Daimler OS, mit der Bewegung. Oder wir sehen es auch, wenn wir nach Japan schauen, bei Toyota wird ein starker Shift auf das Thema Software gerade thematisiert. Dazu kommen natürlich neue Skills, die benötigt werden und Herausforderungen. Was wir aber auch haben auf der rechten Seite als Challenge ist das Thema Regulatorien und Standards, Compliance. Da haben wir jetzt gerade eben getrieben aus dem Thema Software den Standard Automotive SPICE, der sehr wichtig geworden ist inzwischen. Und früher war es eben so, dass der Hauptsoftwareanteil in Tier 1s zum Beispiel entwickelt wurde im Rahmen der ECU-Entwicklung. Jetzt ist es tatsächlich ein Shift, dass die OEMs mehr Software selber entwickeln und dadurch auch sich selber über ASPICE assessieren möchten und auch ihre Softwareentwicklung verbessern möchten in der Qualität. Das heißt, auch das Thema ASPICE wird immer wichtiger bei den OEMs selbst. Zusätzlich haben wir aber auch noch gesetzliche Vorgaben, die dazu kommen. Und da möchte ich hervorheben gerade das Thema UNECE, das ist die Europäische Wirtschaftskommission. Und die haben jetzt 2 Regularien auf den Weg gebracht für das Software Update Management System SUMS und das Cyber Security Management System, das CSMS, mit einem Haufen Anforderungen, Vorgaben, die jetzt die OEMs umsetzen müssen in ihrer Produktentwicklung und darüber hinaus auch im Fahrzeuglebenszyklus. Und das sind so die 2 Hauptchallenges, die wir aktuell sehen bei den Kunden und die möchten wir gerne im Rahmen von Sensei adressieren. Genau, wenn wir nochmal kurz auf das Thema ASPICE schauen, wir sehen hier jetzt mal angedeutet im V-Modell, das ist aus dem ASPICE eine Vorgabe zum Thema Traceability. Das heißt, wenn ich mich in ASPICE assessieren lassen möchte, ist das absolute Fundament, die Grundlage, das Allerwichtigste ist das Thema Traceability und das durchs ganze V-Modell. Das heißt, ich muss im Prinzip wissen, wenn ich jetzt zum Beispiel unten bei der Software bin, welches Software-Requirement wurde denn in welchem Softwarebestandteil implementiert, wie wird das Ganze getestet, was sind die Testcases dazu, was waren denn dann die Testergebnisse, wie sind die Reviews abgelaufen und dadurch eine komplett nachvollziehbare Kette zu bilden, ist das absolute Fundament, was ich in ASPICE brauche. Später zeigen wir auch noch im Demonstrator, wie sowas aussehen könnte. Aber das ist schon mal die absolute Grundlage und eine Riesenherausforderung, die wir versuchen bei unseren Kunden zu adressieren, auch gemeinsam mit Conviva und Links4. Genau. Wenn wir jetzt auf das Thema IT-Bebauung bei unseren Kunden schauen, haben wir tatsächlich festgestellt, unsere Kunden haben eine sehr, sehr komplexe Engineering-IT. Also nicht nur die Produkte, die wir entwickeln müssen, sind komplex, sondern auch die daraus gewachsene IT-Landschaft ist sehr komplex. Also wir haben wirklich teilweise Kunden, wo wir 700 IT-Systeme vorfinden in der kompletten Landschaft. Teilweise tun die Systeme auch das Gleiche, sind aber in anderen Abteilungen verwendet, also auch eine gewisse Redundanz. Und wir haben aber auch die Domain-Spezifika. Das heißt, hier auf der Folie, wenn wir jetzt im Systems Engineering Gedanken uns die Tools anschauen, haben wir verschiedene Domänen, wie zum Beispiel das Thema Requirements, System Architecture, dann haben wir die Disziplin mit Softwaremechanik EE. Wir haben aber auch Sachen wie Service, wir haben die rechte Seite im V,
Verifikation und Validierung, und wir haben aber auch dann die Schnittstelle zur Produktion mit dem Production Engineering. Und oft stellen wir dann fest, dass zum Beispiel jetzt im Thema Requirements haben wir dann beim selben Kunden einmal zum Beispiel DOORS, was verwendet wird, und dann einmal Integrity zum Beispiel von PTC, die eigentlich die gleichen Dinge erfüllen sollen, werden aber halt in verschiedenen Abteilungen genutzt zum Beispiel. Und wenn man das jetzt ein bisschen größer denkt, hat man quasi eine riesige Menge an Applikationen, und die muss man jetzt irgendwie miteinander managen, integrieren, um eben so eine Traceability zu schaffen. Genau, das ist so das Problem oder was wir adressieren möchten, was, sage ich mal, auf IT-Seite im Engineering bei unseren Kunden gerade gang und gäbe ist. Genau. Was wir dann oft feststellen, wir nennen das Spaghetti-Architektur. Ich habe jetzt quasi diese 700 Tools und ich habe jetzt Bedarfe in einem Fahrzeugprojekt zum Beispiel, dass ich Sachen verlinken können muss. Die Tools müssen integriert werden. Was dann oft passiert ist, dass Ad-Hoc-Schnittstellen geschaffen werden. Das heißt, wir haben dann Punkt-zu-Punkt-Verbindungen zwischen verschiedenen Systemen und das natürlich beliebig viele, maximal oft und meistens nicht systematisch gemanagt oder standardisiert. Das bedeutet, wenn wir jetzt 700 Systeme haben und wir haben 2 Punkt-zu-Punkt-Verbindungen pro System, dann haben wir schon ein exponentielles Wachstum, und mit jeder Schnittstelle wächst ja die Komplexität auch mit und auch der Koordinationsaufwand. Dieses Thema wollten wir gerne mit Sensei adressieren. Das heißt, wir versuchen anhand von einem Blueprint, anhand von Architekturprinzipien und dann auch konkret in der Umsetzung diese Spaghetti-Architektur ein Stück weit aufzuräumen, die Punkt-zu-Punkt-Schnittstellen zu reduzieren und mit einem logischen Integration Hub, nennen wir das, die Integration zu verbessern und die Komplexität zu reduzieren, was denn diese Schnittstellen angeht. Das haben wir dann rechts abgebildet, also wir nennen es Integration Hub. Das ist jetzt, muss nicht immer eine zentrale Komponente sein, so wie es hier dargestellt ist. Es lässt sich einfach als ein logischer Hub verstehen. Das kann aber auch durchaus eine dezentrale Integrationsarchitektur sein. Aber wie gesagt, Ziel ist es eben, diese Spaghetti-Architektur aufzuräumen. Und als ersten Schritt, was wir dann gemacht haben, ist, wir haben uns ein Zielbild entworfen. Welche Themen sind denn wichtig für die Integration im Systems Engineering? Und das sehen wir jetzt hier dargestellt. Wir nennen das Architektur-Blueprint. Das führt alle Themen auf, wo wir sagen, die sind sehr wichtig im Systems Engineering, um eben diese Herausforderungen lösen zu können, die ich am Anfang aufgeführt habe. Und mir ist hier auch ganz wichtig zu erwähnen, wir haben uns das jetzt nicht auf der grünen Wiese ausgedacht. Wir sehen auf der linken Seite so 4 kleine Boxen angedeutet. Das sind tatsächlich alles Architekturpläne von unseren Kunden. Also wir haben gesehen bei verschiedenen OEMs in Deutschland, aber auch in Japan, dieses gleiche Problem mit der IT-Integration, Systems Engineering, was diese ganzen Bedarfe aufwirft, ist quasi bei allen unseren Kunden präsent. Und die haben auch tatsächlich immer relativ ähnliche Zielbilder. Also die Lösungen sehen dann auch relativ ähnlich aus, und was wir gemacht haben, ist dann ein Best-of entworfen quasi von dem. Plus Ergänzungen von den Themen, die aus unserer Sicht wichtig sind für Systems Engineering. Und ich würde jetzt einmal kurz durch den Blueprint durchgehen. Ich fange immer ganz gerne unten an. Ich glaube, beim Sigi Hases bei der Folie, er hat von links angefangen. Auch bei dem Backend-System, bei uns ist es sehr ähnlich unten. Wir sagen auch, wir haben im Prinzip Backend-Systeme. Das kann alles Mögliche sein, also wirklich Standardsoftware, die man einfach so kaufen kann, individual entwickelte Software, die kann super modern Cloud-Native sein. Es kann aber auch Legacy-Software sein. Wir sagen im Prinzip, wir haben dieses Brownfield und wir versuchen eben im Backend uns diese Daten rauszuziehen. Und wie wir die Daten rausziehen, machen wir dann in dem nächsten Layer. Das ist unser Systems Engineering Integration Layer. Da haben wir dann die Integration Foundation. Und da sind eben die verschiedenen Techniken, Technologien, Methodiken aufgeführt, wie man denn jetzt Daten aus Systemen rausbekommt. Wir haben dann zum Beispiel klassisch sowas wie ETL, ELT, aber auch so Themen wie Data Lakes, Datenvirtualisierung, Streaming, Messaging. Das ist immer sehr individuell, je nachdem, was für ein System man hat. Dann
wenn wir die Daten rausgezogen haben aus den Quellsystemen, dann haben wir das Thema SE Data Integration. Da haben wir heute auch den Fokus drauf mit dem Thema Linked Data. Heute auf dem Linked Data Day, wo wir dann eben diese Daten, die wir rausgezogen haben, tatsächlich auch miteinander verlinken und da versuchen, Mehrwert zu schaffen aus den verschiedenen Systemen. Zusätzlich kommt auch noch das Thema Ontologien und Metadatenmanagement. Das heißt auch, dass man jetzt nicht nur Verlinkungen hat, sondern auch die Semantik aus den Systemen mit überführt in die Verlinkung, sodass man tatsächlich versteht, warum sind denn jetzt die Artefakte verlinkt, in welcher Beziehung stehen die zueinander. Das Thema Metadatenmanagement ist dann auch was wir auch häufig als wichtig erachten, da gerade diese ganzen verschiedenen Systeme haben auch ihre eigene Sprache in Richtung Metadaten. Und man hat zum Beispiel über einen Metadatenkatalog dann auch die Möglichkeit, quasi ein Mapping zu betreiben und sich eine einheitliche Sprache über die Metadaten zu verschaffen, die man dann später wieder nutzen kann. Dann haben wir auch das Thema API-Management, was aus meiner Sicht ganz wichtig ist, dass man eben sagt, okay, wir haben jetzt nicht irgendwie einen Wildwuchs an APIs, sondern wir haben die Möglichkeit, APIs sauber zu managen. Die werden an einem zentralen Ort gepublished, die werden an gewissen Guidelines heraus entwickelt und lassen sich dann eben relativ einfach wiederverwenden in anderen Systemen. Also wenn man das Thema APIs systematisch managt, kann man da auch einen riesen Mehrwert generieren. Genauso, wenn man es eben nicht systematisch managt, kann es eben passieren, dass man wieder in Richtung Spaghetti-Denke eine sehr hohe Komplexität entsteht, man auch APIs redundant und doppelt hat zum Beispiel. Wir haben auch das Thema Process Integration noch in dem Layer drin, was ganz wichtig ist, dann in Richtung, wenn man an Abläufe und Workflows auch denkt, zu schauen, alle diese Systeme haben normalerweise ihre eigenen Workflows. Also wenn man so an Standard-Workflows denkt, wie zum Beispiel Review und Freigabe, dann gibt es sehr viele Systeme, die das innen drin haben. Aber wir haben tatsächlich im Systems Engineering halt oft auch den Fall, dass wir eine Freigabe brauchen mit Daten aus mehreren Systemen. Das heißt auch so Themen wie Workflows systemübergreifend zu implementieren, ist sehr wichtig für das Thema Integration, was wir dann hier in der Box Process Integration adressieren. Genau. Dann, wenn wir dann mit der Integration fertig sind quasi, möchten wir die Daten ja für irgendwas nutzen. Und da haben wir bei uns immer diesen Layer oben, wir nennen das Consumer Apps, wo wir dann sagen, okay, wir haben verschiedene Consumer, die denn jetzt diese integrierten Daten nutzen können. Da haben wir einmal zum Beispiel den Bereich Data Engineering, das heißt, solche Daten kann man dann schön für Reporting, Advanced Analytics verwenden, aber auch zum Beispiel für Machine Learning. Also wenn ich jetzt irgendwie zum Beispiel meine neuronalen Netze trainieren möchte mit Daten, ist es natürlich super schön, wenn die davor schon integriert sind. Wir haben aber auch klassisch dann die End-User-Apps im Engineering, zum Beispiel das Thema Requirements Management, dass ich hier dann wieder die Daten, die integriert sind, auch nutzen kann in meiner normalen App. Auch das Thema Partner Integration haben wir noch abschließend, um hier dann zum Beispiel zu sagen, in Richtung Kollaboration, standardisierter Datenaustausch können wir eben auch diese Daten bereitstellen, um dann mit Third Parties, mit Partnern, Kollaboration zusammenzuarbeiten. Genau. Super spannendes Thema, Sven. Vielen Dank. Soweit ich weiß, habt ihr, glaube ich, auch schon einen Demonstrator zu dem Thema umgesetzt, basierend auf den Mars-Rover-Daten. Wie kann ich mir so eine Lösung vorstellen? Kannst du uns da vielleicht mal einen kurzen Einblick zu geben? Ja, gerne. Dazu springen wir, glaube ich, gerade schon parallel auf den Demonstrator. Ich schnapp mir mal die Tastatur nebenher schon und eine Maus habe ich auch. Genau, dann können wir zeigen, was denn jetzt zum Beispiel in Conviva Links 4 in unserem Demonstrator möglich ist an der Stelle. Wir sehen hier jetzt eine klassische Suchergebnisseite. Wir haben ja bei uns das Beispiel Mars Rover gewählt. Und wenn ich jetzt zum Beispiel nach dem Mars Rover suche, schauen wir mal, ich glaube, wir machen es mit der Maus. Genau, so. Dann sehe ich hier quasi alle Suchtreffer zu dem Begriff, ganz klassisch. Und wenn ich dann auf den Mars Rover drauf springe, dann sehe ich hier, okay, das ist quasi unser Mars Rover. Wir haben ein Bild dazu, die Produktspezifikation. Wir haben das V-Modell dazu, hier auch gehighlightet. Wir fangen quasi beim Produkt ganz links oben an und können uns dann in dem POC quasi runterarbeiten.
Wir haben dann hier drunter, gerade für das Thema Traceability, die Direct Related Artifacts. Das bedeutet, alle Artefakte, die jetzt an dem Mars Rover direkt dranhängen. Hier sieht man zum Beispiel, was da jetzt direkt dranhängt, sind Produktfunktionen, aber auch Systeme. Wir sehen hier zum Beispiel, der Mars Rover hat ein Kamerasystem. Wenn ich das dann aufmache, dann sehe ich hier quasi die Systemspezifikation und so kann ich mich quasi sukzessive durchs V-Modell durchklicken, durcharbeiten, um die nächste Detaillierungsstufe zu sehen quasi und die Spezifikation dazu. Wenn ich jetzt sage, okay, das Kamerasystem habe ich gesehen, ich würde jetzt gerne tiefer gehen, habe ich zum Beispiel dann die Möglichkeit, über die Systemfunktion von dem Kamerasystem weiter runter zu gehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf die Systemfunktion Objekterkennung gehen, sehen wir dann hier die Spezifikation dazu und wenn ich dann von den Funktionen tatsächlich noch tiefer runter möchte, ist es klassischerweise im Systems Engineering dann die Anforderungen. Das heißt, auf dem System Layer, den wir hier haben, sind das Systemanforderungen. Und wenn ich dann hier jetzt zum Beispiel mal die 10 aufklappe, genau, dann haben wir hier die Anforderungen zu dieser Spezifikation. Ich gehe mal davon aus, die Felder, die jetzt hier angezeigt werden, die kann man natürlich noch erweitern, je nach Quellsystem, was dort sonst noch an anderen Attributen zur Verfügung steht. Macht das Ganze eigentlich dann die Quellsysteme überflüssig? Weil letztendlich, gerade bei einem Requirement, habe ich ja hier schon alle Informationen, die ich eigentlich benötige. Brauche ich dann überhaupt noch das Quellsystem als solches? Genau, also das ist eine sehr gute Frage und die einfache Antwort ist, die Quellsysteme braucht man immer noch. Was wir im Prinzip mit Links4 machen, ist die Daten aus den Quellsystemen rausholen und quasi mit einem Layer drüber zusammenzubringen. Aber normalerweise ist es so im Engineering, dass die Quellsysteme wirklich ihre Daseinsberechtigung haben. Da steckt ein Haufen an Businesslogik drin, oft auch Customizing von dem, was die Anwender denn brauchen. Auch so Themen wie Rollenrechte, Freigaben und so weiter sind alles in den Quellsystemen umgesetzt. Deswegen kann man die aus meiner Sicht nicht einfach so ablösen. Was wir aber mit Links4 machen können, und das würde ich gerne hier direkt mal zeigen, ist, wir können die Systeme nicht nur vernetzen, sondern auch wir können Absprungpunkte definieren. Wir haben hier jetzt zum Beispiel Source System. Wenn ich da jetzt mal draufklicke, dann habe ich hier den Absprungpunkt in das jeweilige Quellsystem und nicht nur in das System an sich, sondern auf das gleiche Artefakt, was ich gerade in Links4 gesehen habe im Demonstrator. Das heißt, ich habe jederzeit die Möglichkeit, dann zurück ins Quellsystem an die richtige Stelle zu springen und zum Beispiel Änderungen vorzunehmen oder auch Kommentare zu hinterlegen zum Beispiel. Genau. Das geht mit jeglichen Systemen. Wir hatten hier jetzt das Beispiel Aras Innovator als PLM-System. Wir haben aber auch zum Beispiel, wenn ich jetzt nochmal tiefer gehe, auf ein Software Requirement, das abgeleitet wurde von diesem System Requirement, haben wir hier wieder die Metadaten und hier sehe ich ein anderes Quellsystem, das Azure DevOps. Ist quasi eine Art Jira in der Azure Cloud und hier sehe ich dann auch wieder, okay, ich habe das gleiche Artefakt, die 83 und kann hier direkt hinspringen und dann im Quellsystem zum Beispiel weiterarbeiten. Das heißt letztendlich, die Graph-Technologie, also Links4, legt sich quasi wie ein Netz über die bereits bestehenden Quellsysteme. Ist es denn dann auch möglich, genau dieses Netz auch durchzugehen und mir die Beziehung anzuschauen, auch wenn ich noch gar nicht genau weiß, wonach ich eigentlich suche? Mhm. Genau, also man kann auch ein bisschen, ich sage immer, Entdeckerreise machen. Also man kann auf Entdeckungsreise gehen und zwar grafisch. Gerade Links4 arbeitet ja in einem Graph-Modell quasi. Ich versuche gerade mal die Legende aufzuklappen. So, jetzt. Genau. Und ich habe jetzt auch tatsächlich die Möglichkeit, wenn ich noch mich erstmal orientieren möchte oder wenn ich sehen möchte, was hängt denn da drin in den Daten, auch grafisch zu arbeiten. Ich habe jetzt gerade mal die 83 aufgemacht. Wir sehen auch, hier ist wieder die 10 dran. Und ich kann mich jetzt durch den Graphen durchnavigieren, indem ich einfach die Knoten, die mich interessieren, öffne. Hier sehen wir wieder die Systemfunktion. Wenn ich die aufmache, komme ich dann wieder zum Kamerasystem. Und wenn ich das aufmache, dann sehe ich zum Beispiel wieder den Mars Rover. Aber ich sehe halt eben auch andere Artefakte, die da dranhängen und kann mir so relativ schnell einen Überblick zu verschaffen, was ist denn der Zusammenhang von diesen ganzen Artefakten. Zusätzlich kann ich dann auch hier direkt vom Graphen mir die Details anzeigen lassen, wenn ich genau sehen möchte, was ist denn das Artefakt, was ich gerade ausgewählt habe und kann dann auch hier wieder zu den Details springen.
Sven, ich sehe auf jeder von den Seiten jetzt überall immer das V-Modell. Die Vernetzung innerhalb des V-Modells stellt ja für viele Unternehmen eine größere Hürde dar, gerade wenn es darum geht, die Daten quellsystemübergreifend zu vernetzen und zu analysieren. Habt ihr auch hierfür eine Lösung schon in dem Demonstrator implementiert, einfach um aufzuzeigen, welche Mittel und Wege es hier mit der Technologie gibt? Genau. Also wir haben es ja einmal theoretisch auf der Folie adressiert, aber gerade im Demonstrator haben wir dann geschaut, was lässt sich denn technisch machen. Und ein Beispiel, was ich hier gern zeigen würde, wäre das Thema Systemcockpit. Das heißt, wir haben hier im V-Modell auf dem Systemlayer auch die Möglichkeit, Cockpits oder Dashboards zu schaffen, um uns eben einen Überblick über das System zu verschaffen. Und auch die Artefakte, vielleicht auch den Projektstand. Wir sehen dann hier zum Beispiel alle Artefakte, die sich auf dem Layer befinden. Also hier haben wir Systeme, Subsysteme, Funktionen, Requirements und so weiter. Wir haben das auch dargestellt, zum Beispiel hier dann grafisch in den verschiedenen Ecken. Wir haben aber auch die Möglichkeit dann KPIs zu tracken. Wir haben hier jetzt als Beispiel die Test Coverage. Das heißt, hier sehen wir dann, okay, die Test Coverage, ich glaube 3 hier sind noch nicht ganz so gut, lässt sich relativ schnell visualisieren und kann man dann auch Maßnahmen ableiten davon. Aber genau das ist eben der Vorteil, wenn man eben die Daten vernetzt aus den Quellsystemen rauszieht, dann hat man eben die Möglichkeit, solche Dashboards zu machen und sich wirklich einen Überblick zu verschaffen, was denn gerade die Situation ist im Projekt quasi. Das heißt, in eurer Lösung habt ihr quasi schon die Daten quellsystemübergreifend innerhalb des V-Modells zwischen auch den verschiedenen Ebenen des V-Modells vernetzt. Das bietet ja, wie du vorhin schon angesprochen hast, eigentlich eine super Grundlage auch für die Anforderungen, die sich aus ASPICE ergeben. Habt ihr auch schon Überlegungen dazu gestartet, wie man diese beiden Möglichkeiten an dieser Stelle kombinieren kann? Ja, genau. Also beim Thema ASPICE, was mir da immer ganz wichtig ist, bei Traceability ist ein Fundament, aber ich muss ja, das ist kein Selbstzweck. Also ich verlinke die Sachen nicht nur, damit sie verlinkt sind, sondern man kann im Prinzip 2 Dinge machen, die sehr, sehr wichtig sind, gerade auch in Richtung ASPICE. Man hat einmal das Thema Konsistenz. Wenn ich jetzt weiß, welche Dinge miteinander verlinkt sind, kann ich auch die Konsistenz prüfen. Das heißt, wenn ich jetzt ein Software-Requirement habe zum Beispiel und einen zugehörigen Test-Case, dann kann ich halt eben prüfen, passen die zueinander. Und wenn sich das Software-Requirement ändern würde, dann kann ich eben sehen, passt denn der Test-Case noch oder muss ich den Test-Case auch anpassen. Und eben durch diese Änderung haben wir auch das Thema, was ganz wichtig ist in ASPICE, mit der Impact-Analyse. Und zur Impact-Analyse würde ich gerne hier auch im Demonstrator noch kurz was zeigen. Wir springen nochmal aufs Kamerasystem als unser Beispiel und klicken dann mal hier drauf. Und hier sehen wir dann, was wir dann nennen, so eine Art Impact Analysis Cockpit. Das heißt, hier sehen wir auch wieder das Kamerasystem und jetzt habe ich hier wirklich eine Übersicht und kann sehen, was hängt denn jetzt von diesem Kamerasystem ab, was hängt da dran. Und wenn ich jetzt sage, ich habe eine Änderung am Kamerasystem, dann kann ich eben in diesem Cockpit analysieren, was ist denn mein betroffener Raum. Also ich habe einen Suchraum, der wirklich klar abgesteckt ist, ich weiß, was da dran hängt und kann eben jetzt systematisch durchsuchen, was denn von Änderungen betroffen sein könnte. Und hier sehen wir einmal hier die Direct Impacted Artifacts, die müsste ich mir dann anschauen bei einer Änderung. Unten hat man dann aber eben im Graphen auch schön die Möglichkeit, indirekte Impacts aufzuzeigen. Das sehen wir hier jetzt mal aufgelistet. Wir haben aber auch zum Beispiel hier wieder die Möglichkeit, das schön zu visualisieren in einem Chart. Und was wir dann auch haben, ist eben eine flexible Definition von diesem Suchraum. Also wir sehen hier die Distanz 2. Ich kann jetzt aber auch zum Beispiel mal die Distanz 4 eingeben. Dann updatet sich auch das Chart und ich sehe dann relativ gut, okay, was wäre denn potenziell von der Änderung am Kamerasystem betroffen. Also ich habe so die Möglichkeit, quasi dann die Impacts aufzuzeigen. Super, Sven. Vielen Dank für die Live-Demonstration. Es ist echt eine coole Lösung geworden. Gerade auch der Punkt mit der Impact-Analyse ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, der in vielen Unternehmen eine Relevanz hat. Und dementsprechend ist es, finde ich, ein sehr, sehr guter Ansatz, um dort einen ersten Schritt in die richtige Richtung zu machen. Danke. Dankeschön. Ja, danke Franziska, danke Sven für die eindrucksvolle Präsentation. Ich finde es klasse, dass ihr so einen Demonstrator aufgebaut habt, um quasi euer Beratungsgeschäft damit zu beflügeln. Das unterstreicht nochmal, dass man mit der Links4-Lösung eben auch schnelle, leichte, gewichtige Lösungen bauen kann, die eben individuell anpassbar sind.
Und gefällt mir sehr gut, dass man auch die Use Cases gut nachvollziehen kann und gut verstehen kann. Wenn wir schon von Beratung sprechen, wie nähert sich denn jetzt ein Kunde mit diesem Blueprint so einem Projekt? Vielleicht kannst du dazu noch mal kurz was sagen. Ja. Gerne, also wenn man in einem Thema anfangen möchte als Kunde, ist es immer ein sehr, sehr großes Thema. Also ich habe ja vorhin von 700 Applikationen gesprochen, viele Stakeholder-Abteilungen. Ich glaube, der Sigi Hases hat es vorhin auch gut aufgezeigt. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist, Schritt für Schritt anzufangen, wirklich in kleinen, inkrementellen Schritten, sich wirklich mal nur 1, 2 Systeme rauszupicken, die wichtig sind, die integriert werden müssen und da dann quasi Schritt für Schritt anzufangen. Gerade in Richtung Links 4 kann ich sehr empfehlen, was eigentlich der schnellste Win ist, wenn man einen Quick-Win braucht, um vielleicht auch was aufzeigen zu können in Richtung Stakeholder, ist das Thema systemübergreifende Suche. Also wenn man schon die Möglichkeit hat, vielleicht 2, 3 Systeme miteinander zu vernetzen über Links 4 und da eine Suche zu implementieren, die dann systemübergreifend ist, das geht wirklich relativ schnell, ist in einem kleinen Projekt mit einem kleinen Aufwand umsetzbar und man hat schon wirklich ein Ergebnis, das man sehen kann, worauf man dann auch aufbauen kann, was man erweitern kann. Und deswegen würde ich immer vorschlagen, klein anzufangen und Schritt für Schritt die Applikation durchzugehen. Okay. Wir haben noch eine Frage. Welchen positiven Effekt hat denn eigentlich Systems Engineering? Das ist, glaube ich, mehr eine allgemeine Frage, aber damit beschäftigt ihr euch ja im Kontext mit euren Kunden auch. Vielleicht kannst du da auch noch kurz eine Antwort drauf finden. Ja, gerne. Also Systems Engineering hat sehr viele positive Effekte, was aber häufig unterschätzt wird, ist tatsächlich die Arbeit am Anfang. Also bei Systems Engineering haben wir oft das Thema, dass wir eben das Produkt neu denken müssen und sauber herunterbrechen müssen. Also wir haben wirklich diesen Gedanken Systems of Systems. Das heißt, wir haben ein Produkt und das muss ich jetzt wirklich logisch in gut geschnittene Blöcke runterbrechen, über die Komponente bis dann runter zum Softwareparameter. Und das alles miteinander vernetzen und verlinken. Das ist eine super Challenge. Aber wenn man das geschafft hat, dann hat man wirklich einerseits eine Qualitätsverbesserung und ich würde auch behaupten, man kann Zeit sparen, weil man wirklich die Möglichkeit hat, dann später in der Validierung, im Testing, ich glaube, der Sigi Hases hat es vorhin auch angesprochen, weniger Hardware-Prototypen zu machen, wirklich die Zeit im Testing zu reduzieren, weil man eben schon in der Entwicklung sauber alles runtergebrochen hat. Und wenn man sauber nach Systems Engineering arbeitet, dann hat man ja auch die Testcases, die gegen die Spezifikation validieren. Das heißt, man findet Bugs, Fehler und so weiter relativ früh im Prozess. Und das hilft mir eben dabei, die Anpassung so früh wie möglich zu machen und dadurch kann ich Kosten sparen und die Qualität erhöhen. Okay, vielen Dank. Dann vielleicht noch mal kurzer Blick in die Regie. Sind noch weitere Fragen dazugekommen? Ansonsten hätte ich noch eine letzte. Ich glaube, es war auf irgendeiner Folie drauf gestanden, aber Sensei ist, glaube ich, ein Wortspiel. Kannst du es noch mal kurz erläutern? Ja, gerne. Und zwar Sensei, es kommt ja aus dem Japanischen, steht eigentlich für eine lehrende Person, hat man auch oft im Kampfsport zum Beispiel. Bei uns steht Sensei für Systems Engineering and Scalable Enterprise Integration, also quasi genau das Thema IT-Integration für die Bedarfe, die jetzt im Systems Engineering entstehen. Dann ganz herzlichen Dank euch beiden nochmal.